Heute habe ich ein wunderbares amerikanisches Rezept für euch. Es sind gezupfte Putenkeulen aus dem Backofen, auch bekannt unter dem Namen Pulled Turkey. Es ist ganz einfach herzustellen. Wir machen dazu auch eine eigene Barbecue-Soße und dazu gibt es traditionell auch noch Ofenkartoffeln. Das Fleisch ist wunderbar zart und saftig und hat einen ganz tollen aromatischen Geschmack. Und so wird es dann am Ende serviert. Es wird vermengt mit der selbstgemachten Barbecue-Soße und mit den Ofenkartoffeln serviert und das ist ein ganz, ganz tolles Essen. Falls Fleisch übrig bleiben sollte, könnt ihr es anschließend oder am nächsten Tag auf den Hamburger Band servieren. Und hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Den Backofen vorheizen auf 160 Grad Umluft. So, ich habe hier meine beiden Putenkeulen. Eine wiegt ca. 1250 Gramm und die beträufele ich jetzt von beiden Seiten mit Zitronensaft und würze sie auch kräftig mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten. So, die Putenkeulen gehen dann erstmal in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für 1 Stunde. In der Zwischenzeit bereiten wir dann die Barbecue-Soße vor und dafür schäle ich die Zwiebel, das sind ca. 150 Gramm, und schneide sie dann in grobe Würfel und die Knoblauchzehe schäle ich ebenfalls und schneide sie in grobe Würfel. Bei mittlerer Temperatur habe ich jetzt in einen Topf Olivenöl erhitzt und da gebe ich als erstes die Zwiebelwürfel hinein und die schwitze ich jetzt erstmal für ca. 2 Minuten an. Und anschließend gebe ich dann den Knoblauch dazu und dann wird das Ganze nochmal für ca. 3 Minuten angeschwitzt, bis am Ende die Zwiebeln und Knoblauch so aussehen. Jetzt kommen 350 Milliliter Malzbier dazu und das lassen wir jetzt erstmal bis zur Hälfte wieder alles einköcheln. Wenn das Malzbier bis zur Hälfte eingeköchelt ist, geben wir dann 180 Gramm Ketchup dazu, 40 Gramm braunen Zucker, 2 Esslöffel Honig, so jetzt noch 1 Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel und 1 Esslöffel Tafelessig oder Apfelessig dazugeben, alles umrühren und bei kleinster Temperatur jetzt für ein paar Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit wickele ich dann meine gewaschenen Kartoffeln, sie sollten wirklich nur mittelgroß sein, in Alufolie ein. Ich salze sie vorher ein wenig und gebe ungefähr 1 Teelöffel Butter mit dazu. Und so sollte am Ende die Barbecue-Soße aussehen. Sie sollte noch nicht zu dickflüssig sein, weil sie kommt ja jetzt noch mit dem Fleisch auf das Backblech obendrauf. Sie wird jetzt nur noch mal kurz püriert und dann ist sie auch schon fertig. So, nach 1 Stunde hole ich das erste Mal die Putenkeulen aus dem Ofen. Jetzt streiche ich ein bisschen Barbecue-Soße oben drüber auf die Haut von den Putenkeulen und den Rest der Barbecue-Soße gebe ich auf das Backblech. Die Ofenkartoffeln werden auch gleich mit auf dem Backblech verteilt und dann geht das Ganze zurück in den Ofen, wieder auf die mittlere Schiene für die nächsten 1,5 Stunden. Nach 30 Minuten ungefähr 250 Milliliter Wasser auf das Backblech geben und während der gesamten Backzeit jetzt alle 30 Minuten mal schauen, ob genügend Flüssigkeit noch auf dem Backblech ist. Nach einer weiteren Stunde habe ich nochmal die Putenkeulen aus dem Ofen geholt und sie mit Alufolie abgedeckt, damit sie nicht zu dunkel werden und dann für die letzte halbe Stunde einfach weiter gegart. So, und hier kommen sie ganz frisch aus dem Ofen. Jetzt sind sie fertig. Ich nehme die Alufolie ab. Dann nehme ich die Ofenkartoffeln vom Backblech. So, und hier seht ihr diese wunderbaren Putenkeulen. Und jetzt zeige ich euch noch die Ofenkartoffeln. Sie sind auf dem Punkt gegart und alles ist schön butterweich, so wie es sein soll.
Im Gegensatz zu der Putenunterkeule, die wirklich viele, viele kleine Knochen hat, hat diese Putenoberkeule nur einen großen Knochen. Und es ist wirklich nicht schwierig, diese auseinanderzunehmen. Gerade auch schon, weil das Fleisch so butterweich ist. Also ich schneide ganz einfach nur am Knochen lang. Das Fleisch fällt normalerweise schon von alleine auseinander. Und wenn es jetzt nicht so verdammt heiß wäre, könnte ich es auch mit den Fingern zerrupfen. So, anschließend das Fleisch zurück aufs Backblech geben, alles gut mit der Barbecue-Soße vermengen, dann mit den Ofenkartoffeln anrichten und zu den Ofenkartoffeln passt natürlich wunderbar saure Sahne oder Schmand, vielleicht noch einen knackigen Salat dazu. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt und ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag.